Herzlich willkommen bei Building Survey Bits and Bobs. In den folgenden Minuten geht es um die Verwendung von solchen Dreibeinstativen in der Architekturfotografie. Nicht zu verwechseln mit sogenannten Hochstativen, die ganz andere Dinge können und die ich in einer anderen Folge vorstelle. Wann verwendet man Dreibeinstative? In der Regel dann, wenn mindestens einer der folgenden Gründe vorliegt. Der wohl häufigste davon ist, dass es zu dunkel ist, um eine vernünftige Aufnahme noch aus der Hand fotografieren zu können. Wenn ich sage vernünftige Aufnahme und zu dunkel, dann ist das natürlich nur die Kurzform. Genauer müsste man nur eigentlich sagen, wenn die fotografischen Parameter Blende und ISO-Zahl fixiert oder nur in engen Grenzen veränderbar sind und ich außerdem das auf mein Motiv fallende Licht nicht beeinflussen kann oder möchte, dann verbleibt nur die Belichtungszeit als beliebig veränderlicher Parameter. Und wenn dann diese unveränderlichen Bedingungen eine Belichtungszeit erfordern, die länger als die kürzeste Belichtungszeit ist, mit der man noch verwackelungsfrei aus der Hand fotografieren kann, dann kommt man um ein Stativ halt nicht herum. Aber wie lang ist überhaupt die Belichtungszeit, mit der man noch verwackelungsfrei aus der Hand fotografieren kann? Dafür gibt es ja eine weit verbreitete Faustformel. Man multipliziert die Brennweite des verwendeten Objektivs mit dem Crop-Faktor des Kamerasensors und bildet anschließend den Kehrwert des Ergebnisses. Nehmen wir als Beispiel mal die hier gezeigte Kamera. Brennweite 20 mm und verbaut ist ein APS-C-Sensor mit Crop-Faktor 1,6. Ergibt miteinander multipliziert 32. Der Kehrwert wäre also ungefähr 1/30. 1/30 Sekunde ist also die längste Belichtungszeit, die ich mir damit noch zutrauen würde, aus der Hand zu fotografieren. Und wenn diese Zeit für ein ordentlich belichtetes Foto nicht reicht, dann brauche ich halt ein Dreibeinstativ. Ein zweiter Grund könnte sein, dass ich meinen Bildausschnitt besonders sorgfältig auswählen möchte. Mich zum Beispiel exakt an Kanten eines Motivs ausrichten möchte. In der digitalen Fotografie kann ich die Ausrichtung natürlich auch erst nachträglich herstellen, doch entstehen dabei oft ungewollt unschöne Ränder. Um das zu vermeiden, kann man zwar mit viel Luft um das Motiv fotografieren, aber darunter leidet dann wiederum die Auflösung. Und manchmal ist es vor Ort so eng, dass mein Motiv genau bis zu den Bildkanten reicht. Da bin ich dann echt froh, wenn ich dank des Statives die Bildränder in Ruhe nacheinander prüfen und ausrichten kann. Was für Gründe fallen mir noch ein? Ach ja, wenn ich eine Reihe von beweglichen und relativ gleichartigen Objekten unter konstanten Bedingungen aufnehmen will, dann spare ich viel Zeit, wenn Kamera, Licht und Hintergrund fest aufgebaut sind und die Objekte nur in die Szene gelegt werden. Zum Beispiel, wenn ich wie hier einen Stapel von Dachziegeln durchfotografieren will. So, das waren erstmal die häufigsten Gründe für ein Stativ in der Architekturfotografie. Notwendig ist es aber auch für einige digitalen Spezialtechniken. Für die Baudokumentation ist da vor allem die HDR-Fotografie relevant, um große Helligkeitsunterschiede in einer Szene auszugleichen, sofern man keine künstliche Beleuchtung hat. Oder das sogenannte Focus Stacking, um in der Nahbereichs- und Makrofotografie die Schärfentiefe zu maximieren. Na, und dann fällt mir auch noch ein letzter Grund ein, der aber für die Architekturfotografie eher keine Rolle spielt: die Sichtbarmachung der Bewegung eines Objektes. Es gibt also viele Gründe, warum ein Dreibeinstativ nützlich sein kann. Und noch zahlreicher sind die Stativarten und Hersteller, die am Markt verfügbar sind. Nicht alles ist für die Baudokumentation gleichermaßen geeignet. Und wie immer kommt es auf die Details an. Damit ich die zeigen kann, habe ich erstmal die verschiedenen Stativtypen eingesammelt, die wir hier am Institut so einsetzen. Die erste Frage bei der Wahl eines Stativs gilt dem Material, also entweder Aluminium oder Carbon. Der wesentliche Unterschied ist das Gewicht. Für dieses Carbon-Stativ zum Beispiel
kann ich 1,5 Kilo ablesen. Und ein in Größe und Steifigkeit vergleichbares Alu-Stativ bringt da schon 2,5 Kilo auf die Waage. Aber aus beiden Materialien lassen sich gute Stative bauen. Und wenn Gewicht keine Rolle spielt, ist das preiswertere Aluminium eine gute und vor allen Dingen sehr robuste und absolut baustellentaugliche Wahl. Die Mindesthöhe, die man mit einem universell einsetzbaren Stativ erreichen sollte, ist Augenhöhe. Also bei mir ca. 1,60 Meter. Etwas mehr schadet auch nicht, aber über 2 Meter Höhe wird so ein Stativ schnell unhandlich. Längen von um die 1,60 Meter sind meist auf 3 Beinsegmente aufgeteilt. Eine weitere Kenngröße, die beim Kauf eine Rolle spielt, ist die Nutzlast. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, sollte ein ordentliches Fotostativ ungefähr 10 Kilo tragen können. Für die Arretierung der Beinsegmente sind 3 Varianten üblich. Einmal der klassische Schraubverschluss mit einer Überwurfmutter. Da sollte man sich stets klar machen, in welcher Richtung ein Rechtsgewinde gelöst wird und in welcher Richtung genau das Gegenteil passiert. Für Menschen, die schon beim Ein- und Ausdrehen von Schrauben immer wieder neu nachdenken müssen, ist sowas also vielleicht nicht die erste Wahl. Ich musste schon einige derartige Verschlüsse mit sanfter Gewalt lösen, da vorhergehende Lösungsversuche zwar sehr kräftig gemacht wurden, aber leider in die falsche Richtung. Das nächste sind Verschlüsse mit Flügelschrauben. Da kann man eigentlich kaum was falsch machen. Nur sollte man sich angewöhnen, nur so fest wie nötig zuzudrehen. Denn jeder kennt ja die alte Mechanikerweisheit, nach fest kommt ab. Und so fest wie nötig heißt im Übrigen, dass ich das geklemmte Bein nicht mehr mit der Hand bewegen kann. Zum Schluss zeige ich noch den Klemmverschluss, der mittlerweile hier bei uns am häufigsten ist. Da wird die Beinklemmung mit einem Hebel und verriegelt. Wer sein Material liebt, wird darauf achten, dass sich alle Hebel immer leicht bewegen lassen und trotzdem ausreichend klemmen. Schwergängige Hebel sind gar nicht gut für die Lebensdauer eines Stativs. Die Klemmkraft kann man über eine selbstsichernde Mutter hier auf der Seite einstellen. Zum Justieren drückt man den Hebel in die geklemmte Position, die bei mir jetzt noch eine viel zu lockere Position ist, und zieht die Mutter dann gerade so weit an, dass sich das Bein nicht mehr ohne weiteres einschieben lässt. Stärker als unbedingt nötig sollte man natürlich nicht anziehen. Und wenn man Glück hat, dann klemmt an einem der Beine auch noch ein für die Justiermutter passender Sechskantschlüssel aus Kunststoff. Aber bei einem Stativ, das durch viele Hände geht, kann man sich darauf leider nicht verlassen. Kommen wir zu den Füßen. Die meisten Stative haben Gummifüße, sodass man damit gut selbst auf glatten Böden stehen kann. Eigentlich nur bei schweren Stativen gibt es auch kombinierte Füße, bei denen ich eine Spitze zum Vorschein bringen kann. Derartige Spitzen werden natürlich nur auf geeigneten Böden eingesetzt und zum Beispiel nicht auf glatten Böden wie Fliesen oder hochwertigen und weichen Holzböden. Wenn ich aber Spitzen an meinem Stativ habe und der Boden ihre Nutzung zulässt, dann sollte ich sie auf jeden Fall benutzen. Gerade bei schweren Lasten bekommt ein Stativ durch Spitzen eine größere Steifigkeit als durch Gummifüße. Wenn ich weiß, wie die Beinklemmung funktioniert, ist das Ausfahren eigentlich trivial. Am einfachsten geht es, wenn ich als erstes immer das untere Segment ausfahre und wenn außerdem die Beine auch noch nicht gespreizt sind. Wie weit ein Bein anschließend gespreizt werden kann, ist entweder durch eine Sperre oder eine Strebe vorgegeben. Auf jeden Fall sollte man keine geringere Spreizung aufbauen, als durch die Mechanik vorgegeben ist, damit die Sache nicht wackelig wird.
Und jetzt kommt noch was wirklich Praktisches. An unseren Stativen kann der Winkel der Abspreizung für jedes Bein unabhängig eingestellt werden. Dazu muss ich die Spreizung leicht entspannen. Dann kann ich die Sperre aus ihrer Raste lösen und eine andere Raste für die Sperre wählen. Wichtig ist dann immer, das Bein bis zum neuen Anschlag voll abzuspreizen, damit das Stativ wieder fest steht. Bei anderen Herstellern kann das auch etwas anders funktionieren. Bei diesem Modell hier schiebt man die Sperre erstmal komplett heraus, dann wird das Bein ein bisschen abgewinkelt, Sperre wieder rein und dann bis zur nächsten Raste abspreizen. Mit voll abgewinkelten Beinen kann ich mein Stativ auch mal ziemlich niedrig aufbauen. Oder ich kombiniere verschiedene Spreizungen und Beinlängen, zum Beispiel für den Aufbau auf einer Treppe. So, Dalle, jetzt will ich endlich mal aufklären, warum meine Stative oben herum so unvollständig aussehen. Die haben nämlich alle nur einen Stativteller mit einem 3/8 Zoll Gewindebolzen. Ich brauche also immer noch einen separaten sogenannten Stativkopf zum Aufschrauben, damit ich überhaupt fotografieren kann. Es gibt natürlich auch Stative mit fest angebautem Kopf, aber für unsere Anwendung sind separate Köpfe besser. Warum das nun schon wieder? Erstmal gibt es verschiedene Köpfe, die je nach Aufgabe unterschiedliche Eigenschaften haben. Wenn ich das gezielt nutzen will, muss ich jeweils nur den Kopf tauschen und brauche kein neues Stativ. Und dann kommt natürlich noch der Spezialfall der Baudokumentation dazu. Wir brauchen ja oft einen Zeichentisch für die Arbeit vor Ort. Und wenn ich mein Fotostativ wahlweise auch mal als Tischgestell benutzen kann, spare ich mir Ausrüstung. Und natürlich auch Geld. So eine Zeichenplatte bringt nun ganz andere Kräfte auf den Stativteller als eine Kamera. Daher ist zum Festschrauben immer der größere 3/8 Zoll Gewindebolzen zu empfehlen, anstatt der kleinen und zarten 1/4 Zoll Befestigung, wie sie dann für die Standardkameras benutzt wird. Und dann hat man ja vielleicht ab und zu auch vergleichsweise schwere Stativlasten, wie diese Infrarotkamera. Und im Extremfall kann ich sogar mal einen leichten Laserscanner aufsetzen, der meist keine 1/4 Zoll Gewindebuchse, sondern allenfalls eine 3/8 Zoll Buchse hat. Viele gute Gründe also, warum ein modulares System aus Stativ und getrenntem Kopf besser ist als ein fixiertes System. Die zweite Entscheidung beim Stativkauf betrifft also den oder die Köpfe. Und oh Wunder, auch da gibt es echt eine riesige Auswahl und ich zeige hier nur die Varianten, die wir hier am Institut haben. Die erste Variante ist ein sogenannter 3-Wege-Kopf. Damit können die 3 Freiheitsgrade der Kamera separat und sehr präzise eingestellt werden. Ich löse dann jeweils einen der Griffe und kann entweder die Drehung, die Neigung oder die Kantung sehr präzise einstellen. Tolle Sache, aber auch recht voluminös. Sowas eignet sich für Studioaufbauten ganz prima, für den Alltag auf der Baustelle, aber nur so bedingt. Völlig ausreichend für die Baudokumentation sind meistens sogenannte Kugelköpfe. Hier ein echter Klassiker davon. Wenn ich dessen Hebel löse, kann ich die Kamera in allen 3 Freiheitsgraden gleichzeitig bewegen. Wichtig ist, dass man die Kamera vor dem Lösen der Arretierung festhält, sonst klappt sie vielleicht unkontrolliert irgendwo hin. Mit so einem Kugelkopf kann ich im Übrigen auch ganz schnell zwischen Quer- und Hochformat mal wechseln. Ich persönlich mag diesen Kugelkopf wirklich am liebsten und er passt auch in jede Kameratasche. Aber ich will auch noch weitere zeigen, wie diesen ganz kleinen Vertreter, der ebenfalls locker eine normale Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Systemkamera halten kann. Der hat nur einen Haken. Die Flügelschraube hier an der Seite kollidiert beim Drehen mit dem Stativteller. Weil der Kopf kleiner als der Teller ist, kann ich also auf diesem Stativ
gar nicht benutzen. Deshalb sollte man bei einem so kleinen Kugelkopf darauf achten, dass er keinen Hebel oder eine Flügelschraube hat, sondern einen Schraubknopf, der nicht bis zum Teller runterreicht. Dann spielt die Größe des Tellers keine Rolle. Jo, und an diesem Kopf sehen wir auch, was noch so alles eingebaut sein kann. Oft ist eine sogenannte Friktionskontrolle integriert, die die Lockerheit des Kopfes nach dem Lösen begrenzt. Hier ist die Friktionskontrolle in den Drehknopf integriert. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Drehknopf, der zusätzlich zur Kugel noch eine getrennte und damit präzisere Steuerung der Drehung der Kamera gestattet. Ich würde sagen, alles ganz praktisch, wenn man sich daran gewöhnt hat. Aber wer das nicht gewohnt ist, kommt auch mit einem einzigen Knopf oder Hebel zur Kontrolle der Kugel aus. Ja, und dann haben wir hier schließlich noch einen sogenannten Neigekopf, der genau das kann, was der Name verspricht. Richtung und Kantung kann ich mit dem also nicht verändern. Wir setzen sowas nur auf Hochstativen ein, aber das ist ja ein anderes Thema. Um eine Kamera auf ein Stativ zu schrauben, hat sie in den meisten Fällen an ihrer Unterseite eine Aufnahme für eine 1/4 Zoll Schraube. Nur schwere Kameras haben zusätzlich oder ausschließlich die 3/8 Zoll Aufnahme. Daher haben alle unsere Stativköpfe eine 1/4 Zoll Schraube für die Kamera. Aber das ist noch nicht alles. Auch an dieser Stelle kommt noch ein sehr praktisches Detail ins Spiel, die sogenannte Wechselplatte. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Varianten und ich zeige hier erstmal die, die bei uns am meisten verbreitet ist. Um die zu lösen, muss ich erstmal einen Messingstift entriegeln und dann erst kann ich den Hebel zum Entriegeln der Platte lösen. Die Platte springt dann leicht hoch und der Hebel bleibt in geöffneter Position. Dann drehe ich die Platte um, klappe den Bügel aus und schraube sie von unten gegen die Kamera. Da die Platte in diesem Falle asymmetrisch ist hier ein kleiner Hinweis eingeprägt, welche Seite davon zum Objektiv zeigen sollte. Und natürlich schraube ich die Platte nicht irgendwie schräg dran, sondern so, dass sie mit ihrer vollen Fläche am Kameragehäuse aufliegt. Und dann klipse ich die Kamera mit Platte in den Stativkopf. Der Clou ist wirklich, dass der Hebel automatisch schon etwas zurückspringt, sodass die Kamera nicht mehr herunterfallen kann. Aber nicht vergessen, der Hebel muss noch angedrückt werden. Und am besten lege ich zum Schluss auch noch den Sicherungsstift um. Erst dann kann ich die Kamera mit gutem Gewissen alleine lassen. Bei großen Stativköpfen sind statt der rechteckigen auch schon mal sechseckige Wechselplatten üblich. Um die bei diesem Modell herauszunehmen, entriegle ich zunächst einen Sicherungshebel und kann dann erst den Haupthebel umlegen. Auch hier springt die Platte dann leicht heraus und der Hebel bleibt in geöffneter Position. Auf der Unterseite hat diese große Wechselplatte eine doppelte Rändelschraube. Zum schnellen Festschrauben nehme ich nur die kleine und mit der großen kann ich dann richtig festziehen. Das Aufsetzen und Arretieren der Kamera funktioniert dann wie bei den kleineren rechteckigen Wechselplatten. Tja, und dann gibt es noch Varianten von der zuerst gezeigten Wechselplatte. Bei dieser hier muss man zum Entriegeln den Sicherheitsriegel rechts herunterdrücken und dann gleichzeitig den Verschluss öffnen. Zum Aufsetzen der Kamera wird die Verriegelung genauso und vollständig geöffnet, bevor man sie dann wieder zuschnappen lassen kann. Und noch einmal nachdrückt. Weil es da keine Zwischenarretierung gibt, brauche ich immer beide Hände. Wechselplatten sind echt praktisch. Als Kontrast zeige ich an diesem Kugelkopf ohne Wechselplatte einmal, wie mühsam das Festschrauben einer Kamera ohne dieses Detail sein kann. Etwas praktischer ist wiederum dieser Kopf, wo ich die Kamera mit einer
kräftigen Rändelschraube befestige. Wenn jetzt schon jemand dachte, wir seien fertig, den muss ich enttäuschen. Denn ein ordentliches Stativ hat als letztes Detail auch eine Mittelsäule zum Ausfahren. Mit der kann ich zum Beispiel die Höhe auch bei fertig aufgebautem Stativ noch etwas anpassen. Die meisten Mittelsäulen lassen sich einfach hochschieben, wenn ich vorher die Klemmschraube entsprechend gelöst habe. Nur bei schweren Stativen üblich sind dann noch sogenannte Kurbelauszüge, wo die Mittelsäule über eine Zahnstange bewegt wird. Aber auch hier bitte niemals die Zahnstange bewegen, ohne vorher die Klemmschraube gelöst zu haben. Die Mittelsäule ist im Übrigen immer nur die Ultima Ratio, denn eine Kamera auf der ausgefahrenen Säule ist wackeliger als eine Kamera auf der eingefahrenen Säule. Aufbauten wie dieser hier sind also nicht so schlau. Besser ist es, die Stabilität des Dreibeins so lange wie möglich zu nutzen. Mittelsäulen können aber noch etwas mehr, als nur das Stativ länger zu machen. Bei entsprechend vorbereiteten Stativen lassen sie sich um 90 Grad umlegen. Hier bei meinem Stativ schiebe ich dazu die Mittelsäule ganz nach oben, drücke von unten eine Kunststoffplatte leicht in das Rohr der Säule. Et voilà, ich kann die Säule umlegen und auch drehen. Schauen wir nun mal, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Eine wäre, dass ich in Kombination mit den unterschiedlichen Spreizungen der Beine oder auch deren Längen die Kamera ganz dicht über dem Boden aufbauen kann. Wichtiger in der Baudokumentation ist aber, dass ich dadurch auch eine Art Repro-Stativ im Gepäck habe, mit dem ich Objekte vertikal aufnehmen kann, die mal auf einem Tisch liegen können oder auch auf dem Boden. Wie weit man dabei die umgelegte Säule mit der montierten Kamera herausschieben darf, das merkt man eigentlich ziemlich schnell. Ja, so besser nicht. Um trotzdem noch möglichst weit über den Tisch zu kommen, stellt man immer die zwei Beine hier genau parallel zur Tischkante und schiebt sie dann auch noch so dicht wie möglich heran. Dann sind sie hier auch noch ein bisschen sicherer. Ganz praktisch bei so einem Aufbau ist auch eine Dosenlibelle, mit der ich die horizontale Ausrichtung der Kamera ganz leicht herstellen kann. Einziger Nachteil dieses Aufbaus ist, dass ich die Entfernung zwischen Kamera und Objekt nicht so leicht verändern kann. Den nötigen Abstand zwischen Objektiv und Objekt sollte ich mir am besten also schon vorher überlegen. Oder ich benutze ein Zoom-Objektiv, mit dem ich den Bildausschnitt ja verändern kann. So, jetzt bin ich endlich so weit, dass ich auslösen kann. Was aber gerade bei diesem Aufbau sofort auffällt, ist, dass die Kamera beim Durchdrücken des Auslösers leicht bewegt werden wird. Ergebnis wäre ein unscharfes Foto, was ich durch das Stativ ja eigentlich genau vermeiden wollte. Die beste Abhilfe dafür ist ein Fernauslöser. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Varianten und hier nehme ich dafür mal einen Laptop, der gerade bei solchen stationären Aufbauten wie hier die beste Lösung ist. Jeder Kamerahersteller bietet inzwischen kostenlose Software zum Download an, mit der sich die Modelle des jeweiligen Herstellers steuern lassen. Wenn man keinen Fernauslöser hat, kann man sich auch mit dem 10 Sekunden Zeitauslöser behelfen. Die 10 Sekunden reichen in der Regel aus, damit sich die Kamera nach dem Auslösen noch ausschwenken kann. Was für ein schöner Dachziegel und gleichzeitig ein Schlussbild. Denn jetzt habe ich, glaube ich, alles Wichtige gezeigt.
fehlt im Grunde genommen nur noch der Abbau. Und als erstes nehme ich dazu die Wechselplatte mit der Kamera hier ab. Und dann sollte man sich auch gleich angewöhnen, die Wechselplatte abzuschrauben und wieder in den Stativkopf einzuklipsen. Als nächstes bringe ich dann die Mittelsäule in ihre Grundstellung. Und dann ist es auch immer nicht verkehrt, den Stativkopf gleich abzuschrauben. Denn gerade wenn man so einen Kugelkopf benutzt, dann freut sich dessen empfindliche Mechanik immer sehr, wenn sie anschließend in der Kameratasche verschwindet und nicht zusammen mit dem Stativ in irgendeine staubige Ecke gefeuert wird. Dann brauche ich mein Stativ nur noch kurz umzudrehen und kann dann ganz leicht die Beine vollständig einfahren. Und über vollständig eingefahrene Stativbeine, da freut man sich am meisten darüber, wenn man anschließend das Ganze in ein Auto oder in eine Tasche packen will und dann die Stative eben möglichst kurz sind. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Building Survey Bits and Bobs. Ich hoffe, es hat dir, euch und Ihnen gefallen und wir sehen uns demnächst mal bei dem einen oder anderen Thema wieder.